Also, heute geht's um eine Technik, die in der Cannabis-Community echt für Furore sorgt, für hitzige Debatten. Und zwar die berühmte 48-Stunden-Dunkelphase, direkt vor der Ernte. Ja, und die Frage ist ja ganz einfach, ne? Ist das wirklich der ultimative Geheimtipp für eine bessere Ernte oder ist das alles am Ende nur, ein Mythos? Genau das finden wir jetzt zusammen raus. Okay, fangen wir mal ganz von vorne an. Was steckt denn eigentlich genau hinter dieser Methode? Was ist die Theorie dahinter? Also im Kern geht's um diese eine Behauptung. Wenn du deine Pflanzen für 48 Stunden in absolute Dunkelheit stellst, soll das die Harzproduktion, die Potenz und das Aroma so richtig pushen. Klingt fast zu gut, um wahr zu sein, oder? Viele Grower schwören aber drauf. Die Frage ist nur, wie genau soll das funktionieren? Gut, schauen wir uns mal die erste große Theorie an. Die hat was mit der Harzproduktion zu tun und mit einem ziemlich cleveren Überlebensinstinkt der Pflanze. Stellt euch das mal bildlich vor. Die Pflanze, die es gewohnt ist, Licht zu bekommen, wird plötzlich in komplette Finsternis getaucht. Was denkt die sich? Oh, oh, der Winter kommt, mein Ende naht. Und dieser Stress, der soll eine letzte krasse Abwehrreaktion auslösen. Und genau da kommen die Trichome ins Spiel. Diese winzigen Dinger sind quasi die kleinen Chemiefabriken der Pflanze. Die stellen nicht nur all die guten Sachen her, die wir kennen, sondern sie sind in der Natur auch ein super wichtiger Schutzschild gegen UV-Strahlung, gegen Fressfeinde. Die Logik ist also simpel. Mehr Harz bedeutet mehr Schutz. Und jetzt wird's spannend, denn wenn man mal die Grower-Theorie neben eine wissenschaftliche Analogie legt, merkt man, das ist gar nicht so weit hergeholt. Wir wissen zum Beispiel von anderen Pflanzen, dass Trockenstress sie dazu bringt, mehr Harz zu produzieren, als Schutz. Und die Theorie hier ist im Grunde, dass dieser Lichtentzug einen ganz ähnlichen Stress auslöst. Okay, aber es geht nicht nur darum, mehr Harz zu produzieren. Das ist nur die halbe Miete. Der zweite Teil der Theorie ist, dass man damit auch die wertvollen Stoffe, die schon da sind, besser schützen kann. Da wäre zum Beispiel die Potenz. Die Behauptung ist knallhart. Der Blackout bewahrt die Power der Pflanze. Und der Grund dafür ist reine Chemie. Man muss sich das so vorstellen. Licht, vor allem UV-Licht, ist der Erzfeind von THC. Es zerlegt das potente THC und wandelt es in das viel, viel schwächere CBN um. Die Logik dahinter ist also, jede Stunde Licht kurz vor der Ernte könnte theoretisch Potenz kosten. Und genau hier haben wir diesen klassischen Fall, wisst ihr? Die Logik der Grower ist absolut wasserdicht. Weniger Licht, weniger Abbau von THC. Check. Die Wissenschaft sagt auch, ja, der Mechanismus stimmt, Licht baut THC ab. Aber, und das ist das große Aber, der stichhaltige Beweis, dass ausgerechnet diese 48 Stunden einen signifikanten, messbaren Unterschied machen, der fehlt uns bisher einfach. Gut, Potenz ist das eine, aber was ist mit dem Aroma, dem Geruch, dem Geschmack? Auch hier schwören viele Anbauer drauf und sagen, wow, nach der Dunkelphase riecht das Zeug einfach viel intensiver. Das liegt an den Terpenen. Und diese Dinger sind absolute Sensibelchen. Stellt sie euch vor wie ein richtig teures, feines Parfüm. Wenn's zu warm wird oder zu viel Licht drauf knallt, verflüchtigen sie sich einfach. Die verdampfen. Und was einmal weg ist, das ist weg. Und da haben wir wieder genau dasselbe Muster. Die Theorie ist super plausibel. Kein Licht, keine Wärme, also verdampfen weniger von den empfindlichen Terpenen. Klingt logisch. Und die unzähligen Berichte von Growern, die das bestätigen, sind echt überzeugend. Aber wenn du dann nach harten Fakten, nach wissenschaftlichen Daten suchst, findest du? Genau, nichts. Und das bringt uns jetzt wirklich zum Kern der ganzen Sache. Wir haben hier eine riesige Kluft. Auf der einen Seite die Praxis, die Erfahrung aus der Community und auf der anderen Seite die offizielle Forschung. Ja, das hier bringt es auf den Punkt. Es gibt einfach eine Unmenge an Erfahrungswissen. Leute, die das seit Jahren machen und felsenfest von den Ergebnissen überzeugt sind. Und das kann man ja nicht einfach vom Tisch wischen. Aber dann schaust du auf die andere Seite, zur harten wissenschaftlichen Realität. Du suchst in den Datenbanken nach Studien, die genau diese Technik untersucht haben, und die Ausbeute ist quasi null. Ja, da fragt man sich doch, wieso eigentlich? Wenn so viele Leute das machen und davon überzeugt sind, warum zum Henker schaut sich die Wissenschaft das nicht mal genauer an? Naja, die Antwort liegt wie so oft in der Vergangenheit. Jahrzehntelang war Cannabis illegal. Forschung daran war praktisch unmöglich. Und das bisschen Forschung, das es gab, hat sich natürlich auf medizinische Grundlagen konzentriert, nicht auf irgendwelche Anbautricks. Aber, und das ist die gute Nachricht, das Blatt wendet sich.
Durch die Legalisierungswelle weltweit wächst jetzt auch das Interesse der Wissenschaft an genau solchen Fragen. Okay, also, was machen wir jetzt mit all diesen Infos? Was ist das Fazit? Was solltest du als Grower jetzt tun? Ich glaube, das hier ist die ehrlichste Antwort, die man geben kann. Die Wirksamkeit ist nicht bewiesen. Punkt. Aber die Theorien dahinter sind plausibel, sie machen biologisch Sinn und sie werden von unzähligen Grower bestätigt. Es ist also definitiv kein reiner Humbug. Und man darf eine Sache nicht vergessen. Es gibt hier keine Pauschallösung. Jede Pflanze ist anders. Die Genetik, die Bedingungen bei dir im Zelt, die Temperatur, die Nährstoffe, all das spielt eine riesige Rolle. Was bei einer Sorte der absolute Gamechanger ist, bringt bei einer anderen vielleicht gar nichts. Und das führt uns eigentlich zur einzig sinnvollen Konsequenz, oder? Wenn du es wirklich wissen willst, gibt's nur einen Weg. Probier's selbst aus. Mach einen A/B-Test. Nimm 2 Stecklinge von derselben Mutterpflanze, behandle einen normal und den anderen mit der Dunkelphase. Nur so findest du am Ende raus, ob es für dich und deine Sorte einen Unterschied macht. Die Frage geht also am Ende direkt an euch da draußen. Nach allem, was wir jetzt durchgegangen sind, die plausiblen Theorien, die fehlenden Beweise, aber auch die unzähligen positiven Berichte. Wirst du das bei deiner nächsten Ernte mal testen? Die Antwort? Tja, die wächst in deinem Grow-Zelt.